Die ersten 3 Jahre, in denen ich mich mit digitaler Kameratechnik befasst habe, habe ich mich ja ausschließlich aufs Fotografieren konzentriert. Jetzt zuletzt habe ich angefangen, das Thema Video für mich zu entdecken. Nichtsdestotrotz habe ich während der Zeit, als ich nur fotografiert habe, viel gelernt und will heute mal mit euch meine besten Tipps teilen. Also ich habe mal 10 Tipps zusammengestellt, wo ich denke, dass die irgendwie am wichtigsten für gute Fotos sind. Oh yeah. Fangen wir mal an mit Tipp Nummer 1. Das Allerwichtigste überhaupt ist meiner Meinung nach die Nähe. Also darauf baut eigentlich alles andere auf. Vielleicht sollte ich noch sagen, dass das natürlich ein total objektives Video ist und das kann natürlich jeder vollkommen anders sehen als ich. Also ihr könnt mir da gerne in den Kommentaren widersprechen und anderer Meinung sein. Jeder hat natürlich seine Sichtweise. Niemand will im Endeffekt solche Bilder sehen. In Naturfotografenkreisen wird das dann auch gern Vogelsuchbild genannt. Aber auch das hat seinen Reiz. Aber ob man das jetzt auf Dauer irgendwie so reizvoll findet, ich finde, das macht ja gerade den Reiz aus bei der Naturfotografie, dass man eben mit diesen langen Brennweiten und guter Nähe Details auf den Bildern erkennt, die man so nie sehen würde, weil man nie so dicht an das Tier in freier Wildbahn rankommt. Und darum müsst ihr letztendlich dichter ran ans Motiv. Wie ihr das dann macht, das ist Thema im Prinzip für ein eigenes Video. Nichtsdestotrotz werdet ihr feststellen, wenn ihr eine ganze Zeit lang oder wenn ihr eine Zeit lang Naturfotografie betreibt, dass es immer wieder so Momente gibt, wo die Natur sich quasi offenbart. Und das macht im Prinzip auch für mich den Großteil des Reizes aus der Naturfotografie, dass man immer wieder Momente hat, wo man zu Bildern kommt, die man nie für möglich gehalten hätte. Also wo man da plötzlich ein paar Meter vor einem Tier steht und wo dann einfach alles klappt. Also dranbleiben, Geduld haben und dann kommt ihr auch zu guten Bildern. Andererseits bedeutet jetzt Nähe natürlich nicht, dass das Motiv das Bild erdrückt. Das perfekte Bild meiner Meinung nach sollte nicht so wirken, als ob man zu weit weg wäre. Also das Motiv sollte schon gut erkennbar groß drauf sein, aber trotzdem immer noch ein bisschen Lebensraum. Vielleicht mal so als Tipp, einen Eisvogel würde ich nie mit mehr als 10 Metern fotografieren, Seeadler vielleicht mit 25 oder 30. Also es kommt natürlich auch immer auf die Größe des Motivs an. Ja, wenn ihr doch mit Tarnung arbeitet, dann komme ich gleich zum Punkt Nummer 2. Denn ganz entscheidend für eine gute Nähe in der freien Natur, also jetzt nicht in der Stadt, ist natürlich eine gute Tarnung. Also es muss nicht immer gleich ein Tarnzelt sein oder ein Tarnumhang. Ich nutze meistens bloß einen Tarnschal oder verstecke mich sonst wie. Wichtig dabei ist vielleicht nur ein Grundsatz, den ich irgendwie mal bei der Bundeswehr gehört habe. Wirkung vor Deckung. Also sprich, es nutzt nichts, wenn ihr euch da in irgendwelchen Tarnzelten eingrabt und eigentlich nichts mehr seht und auch nicht mehr großartig fotografieren könnt. Aber ich denke, das ist natürlich klar. Tipp Nummer 3 ist genauso entscheidend für gute Bilder wie gute Nähe, nämlich das Licht. Gutes Licht meint nicht unbedingt der prallste Sonnenschein, ganz im Gegenteil, dann wird es eigentlich eher schlecht. Gutes Licht bedeutet im Sommer in der Regel morgens und abends, also tagsüber ist da eigentlich nichts zu machen. Und warum nicht? Weil die Sonne dann einfach zu steil ist. Das Licht ist zu hart, die Motive werfen Schatten, die man nicht haben will und das wirkt dann einfach nicht ausgewogen. Also weiches Licht. Das ideale Licht für mich ist, wenn die Sonne scheint, wenn es noch hell ist, aber trotzdem so ein leichter Dunstschleier in der Luft ist. Dann hat das so einen riesen Weichzeichner-Effekt, der eigentlich ganz schön ist. Im Winter kann man natürlich auch also jetzt gerade zu dieser Jahreszeit kann man eigentlich den ganzen Tag fotografieren, weil die Sonne selbst mittags um 12 noch so tief steht wie im Sommer um 9. Also das ist das Gute am Winter. Es wird zwar später hell und früher dunkel, aber man kann den ganzen Tag fotografieren, weil die Sonne immer tief steht. Es gibt auch Leute, die behaupten, die Bilder würden am besten aussehen bei Regenwetter, weil die Farben da am besten rauskommen. Aber ich finde, das einzige Wetter, bei dem man wirklich gar nicht fotografieren kann, ist, wenn es eben so richtig dunkel ist. Also man kennt diese Tage, wo es richtig dicke Wolken, wo gar kein Licht da ist. Also da habe ich bis heute noch kein gutes Bild hingekriegt. Vielleicht mache ich da noch was falsch, aber ich glaube, da ist es wirklich schwierig, ein gutes Bild hinzukriegen. Auch noch ein guter Tipp,
was auch immer richtig gut wirkt, ist, wenn das Motiv im Schatten und der Hintergrund in der Sonne liegt. Das kriegt man dann in der Nachbearbeitung, da kriegt man super Effekte hin. Und ja, das wirkt einfach. Also ein paar Bilder habe ich so schon gemacht und die sehen einfach super aus. Apropos Belichtung. Tipp Nummer 4. Fotografiert manuell. Jetzt denkt ihr sicherlich, oh nein, manuell, und bis ich das alles eingestellt habe, ist die Situation meist vorbei und das ist doch irgendwie nicht gut. Aber also ich stelle immer wieder fest, dass die Leute das irgendwie so ein bisschen verwechseln, wenn sie zum Beispiel mit ISO-Automatik oder Blendenautomatik oder Zeitautomatik fotografieren. Das ist ja keine wirkliche Automatik. Man muss ja immer noch für die Kamera mitdenken, das ist ja das Problem. Also schönes Beispiel habe ich hier mal mit dem Seeadler vorbereitet. Der kommt quasi aus dem Himmel. Da müsste man, wenn man mit irgendeiner Art von Automatik arbeitet, ganz gleich mit welcher, müsste man quasi 1,5 bis 2 Blenden Belichtungskorrigieren plus. Dann kommt er vor die Bäume. Dann in diesem Moment müsste man quasi wieder die Belichtungskorrektur zurücknehmen auf 0 beziehungsweise sogar auf -1, weil die Bäume so dunkel sind im Hintergrund, viel dunkler. Die Kamera misst ja das gesamte Bild. Und wenn man einen dunklen Hintergrund hat, dann versucht sie natürlich diesen dunklen Hintergrund richtig zu belichten und zieht die Belichtung hoch. Also sprich, würde mehr ISO machen, die Blende auf oder kürzere Zeit, je nachdem, welche Automatik ihr habt. Und dann ist der Seeadler wieder vorm hellen Wasser. Das heißt, da müsste man wieder in den entgegengesetzten Bereich gehen, also wieder 2 Blenden plus. Und das in dieser kurzen Zeit, in keine Ahnung, 5 Sekunden, unmöglich. Deswegen für solche Anforderungen ideal manuelle Belichtung. Man stellt einmal die Belichtung für den Seeadler ein und nicht für den Hintergrund. Also sprich, man guckt einfach irgendein Motiv, was in derselben Richtung liegt. So schnell ändert sich das Licht ja meistens nicht. Stellt dann einmal die Belichtung ein und hat den Seeadler dann immer richtig belichtet. Und das ist ein Riesenvorteil. Und das ist nicht nur bei diesen Motiven so, sondern generell. Außerdem lernt ihr besser eure Kamera kennen, versteht die Grundsätze der Belichtung, also Blende, Verschlusszeit und ISO. Und habt das alles im Griff und seid vor bösen Überraschungen gewarnt. Natürlich habt ihr auch mal irgendwie ein Bild, was zu hell oder zu dunkel ist. Aber da kommen wir dann schon zu Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 5, fotografiert immer im RAW. Auch etwas, was ich ziemlich oft sehe, ist, dass Naturfotografen super Bilder machen, super alles richtig machen. Tolle Nähe, tolle Bildgestaltung. Und dann fotografieren sie aber im JPEG, man sieht das, also ich sehe das, und bearbeiten das Bild so gut wie gar nicht nach. Und das ist finde ich, total traurig. Und das Argument ist dann oft, ja, das ist mir zu aufwendig, mit Lightroom mich zu beschäftigen und die ganze Nachbearbeitung der vielen Bilder. Aber das finde ich ist totaler Quatsch. Also man holt da mit relativ wenig Aufwand das Maximum aus den Bildern raus. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mit leichtem Aufwand lässt sich aus einem RAW viel mehr rausholen aus jedem JPEG. Und sich mit Lightroom zu beschäftigen, da guckt man 2 Tutorials, das dauert eine halbe Stunde auf YouTube und dann hat man das. Da gehört nicht viel zu. Macht das unbedingt, beschäftigt euch damit mit der Bildbearbeitung. Eure Bilder werden so viel besser, glaubt mir. Außerdem, wie gesagt, man hat Reserven, wenn das Bild zu hell oder zu dunkel ist. Die Reserven, die man beim JPEG nicht hat, da muss man das mehr oder weniger so akzeptieren. Und wenn ein Bild dann verloren ist, dann ist es auch nicht mehr zu retten. Etwas, das man in Lightroom leider nicht mehr gerettet bekommt, ist die richtige Perspektive. In der Naturfotografie heißt es meist möglichst tief. Als ideal gilt dabei, auf Augenhöhe mit dem Motiv zu sein. Es ist natürlich einfacher, wenn das Motiv am Boden ist, als wenn es hoch auf dem Baum sitzt, ein Vogel beispielsweise. Generell kann man sowieso sagen, Naturfotografie in Deutschland ist meistens Vogelfotografie. Es sei denn, man macht Insekten oder Blumen oder so. Aber ansonsten sind die meisten Tiere, die man draußen sieht, einfach Vögel. Warum auf Augenhöhe? Ja, das hat dann gleich mehrere Vorteile. Erstens wirken die meisten Motive aus dieser Perspektive viel gefälliger. Und wenn man sich mal 2 Bilder anguckt, eins von oben rauf fotografiert und eins wirklich tief, quasi auf Augenhöhe eines am Boden sitzenden Vogels oder auf dem Wasser schwimmenden Vogels, dann ist das wirklich von der Wirkung her auch wieder ein Unterschied wie Tag und Nacht. Je tiefer ich komme, desto mehr ergibt sich natürlich eine tolle Freistellung, die ich, wenn ich von oben rauf fotografiere, nicht habe. Dann ist der Vorder- und der Hintergrund auch noch
ziemlich weit in der Schärfeebene und man hat eigentlich keine Freistellung. Das Motiv poppt einfach mehr auf, wenn es so freigestellt ist. Wenn ich Flugaufnahmen mache und versuche irgendwie einen Hintergrund zu bekommen, dann muss ich natürlich meistens ziemlich hoch. Also auf irgendeinem Beobachtungsturm gibt es ja oft, stehen irgendwo rum, oder ein hohes Stativ nutzen. Man sollte eigentlich generell immer versuchen, einen Hintergrund zu bekommen. Generell finde ich, sehen Bilder mit Hintergrund immer besser aus als gegen den Himmel fotografiert, weil man gegen den Himmel fotografiert zwar auch eine Freistellung hat, man hat eben nicht diesen schönen Unschärfe-Effekt und die Farben des Himmels sind meist auch nicht so toll. Ausnahmen bestätigen natürlich auch hier die Regel. Also das wären Tipp 6 und Tipp 7, Perspektive und Hintergrund. Darauf achten. Tipp Nummer 8 gilt auch für andere Bereiche der Fotografie, ist die sogenannte Drittelregel oder auf Englisch Rule of Third. Und die funktioniert natürlich auch bei Tieraufnahmen. Also sprich Bildgestaltung, wo setze ich den Vogel hin? Oft setze ich das Auge genau in die Schnittkante dieser Drittellinien. Man lässt dann in Blickrichtung oft ein bisschen mehr Platz oder in Laufrichtung. Und das sind so Dinge, auf die man achten sollte, die dann auch das Bild besser machen. Mein Tipp 9 wäre der richtige Ansatz. Wenn ihr Vögel fotografiert, dann habt ihr die nicht nur immer fliegend in der Luft, sondern garantiert auch mal am Boden sitzend oder auf dem Ast. Und in der Naturfotografie sollte man eigentlich immer versuchen, irgendwie einen schönen Ansitz zu erwischen. Also zum Beispiel wieder das Beispiel wieder Eisvogelfotografie. Also die meisten Fotografen stecken Äste, die irgendwie schön aussehen, mit Moos bewachsen oder sonst wie, setzen sich dann da vor und hoffen darauf, dass der Eisvogel sich genau auf diesen Ast setzt. Und dann wirkt das eigentlich auch. Ein Vogel auf einem Ast sieht einfach immer besser aus als auf einem Zaunpfahl oder auf einem Zaun oder auf einer Bank oder irgendwas Menschengemachtes. Ja, Naturfotografie, denke ich, versteht sich von selbst. Ja, und wenn ihr alle 9 Tipps dann berücksichtigt habt und irgendwie verinnerlicht habt, dann kommt der entscheidende Tipp, finde ich, Tipp Nummer 10. Das gewisse Etwas. Das ist etwas, wo man wirklich ja, mehr oder weniger daran verzweifeln kann. Also was dann auch wirklich erfahrene Naturfotografen sagen, dass das Momente sind, die eben so selten sind, dass ja, also da kann man Wochen und Monate, also letztendlich bin ich 3 Jahre lang in jeder freien Minute rausgelaufen und habe fotografiert und habe vielleicht insgesamt, keine Ahnung, 3 oder 4 Bilder, die dieses gewisse Etwas, dieses Besondere haben, meiner Meinung nach. Also damit meine ich Interaktion von Tieren, besondere Momente, ein Vogel oder ein Tier zieht eine Grimasse, wo es aussieht, als ob es lacht oder macht irgendwelche komischen Verrenkungen. 2 Vögel sitzen nebeneinander auf einem Ast und kuscheln. Fotos, die dieses gewisse Etwas ausdrücken, wo man raufguckt, die eine Story erzählen, wo eben nicht nur ein Tier langweilig auf einem Ast da sitzt, sondern wo irgendwas passiert. Es kann auch ruhig irgendwie so ein bisschen vermenschlicht sein, also die vermenschlichte Sichtweise, ein Tier lacht oder sieht aus, als ob es lacht. Oder ja, und das macht dann das besondere Foto aus, finde ich, wenn da irgendwie irgendwas zu erkennen ist. Also wenn ein Foto wirklich eine Geschichte erzählt. Also da kommen im Laufe eines ganzen Fotografenlebens wahrscheinlich wirklich nur eine Handvoll Bilder zusammen bei den meisten von uns, die das nicht beruflich machen, weil man einfach nicht die Zeit hat, dauernd draußen zu sein und diese besonderen Momente zu erwischen. Aber versucht sowas zu schaffen und wenn ihr das schafft, dann freut euch dazu. Das ist wirklich selten, dass man irgendwie so ganz besondere Momente festhält. Und wenn nicht, dann muss es auch nicht immer gleich das perfekte Bild sein, aber man kann es ja versuchen. So, ich hoffe, es war für euch ganz interessant. Würde mich über Kommentare und Daumen nach oben freuen und ja, würde mich freuen, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.